Heute stelle ich dir eine weitere Zeichnung vor, eine Bleistiftzeichnung einer uralten Eiche. Ich zeichne ja alte Bäume unglaublich gern und du siehst, ich habe erst den Baum aufgebaut von der Struktur und jetzt geht es Stück für Stück los mit den einzelnen Elementen wie Äste oder hier die Borke. Es sind immer sehr, sehr viele Schichten, die ich übereinander lege. Hallo Eule, guckt natürlich raus. So eine alte Eiche hat ja immer diese ausgebrochenen Äste im Laufe der Jahrhunderte. Also ich lege immer sehr viele Schichten übereinander, um so einen realistischen 3D-Effekt zu erzeugen. Das wirst du auch im Laufe des Videos immer mehr bei der Borke sehen. Ich bekomme sehr häufig die Frage gestellt, wie man das genau macht. Ja, das kann man halt nicht mit Worten wirklich beschreiben, sondern das erkläre ich Schritt für Schritt auf meiner Akademie Schmidts Zeichenwelt, wo es die einzelnen Kurse halt gibt, wo man dann spannende Videos erhält. Aber zurück zu dem Video. Du siehst, Schritt für Schritt baue ich hier auch die einzelnen Strukturen der Äste auf. Ja, die Äste sind immer ganz, ganz wichtig für die Gesamteinsicht eines Baumes. Man kann auch sagen, die Äste sind die Arme des Baums. Ja, du siehst also Stück für Stück, wie ich die Eiche immer realistischer zeichne. Natürlich verwende ich verschiedene Bleistifthärten. Ich fange mit, also Härtegrade, ich fange meistens mit HB2B an. Hier der schöne Dachs, wo ich jetzt das dunkle Fell auch mit einem 8B zeichne. Also von 2H bis 8B verwende ich ungefähr Bleistifte. Ja? Und du siehst auch hier, je mehr man dem Ende zukommt, nicht dem Ende, aber je realistischer das letztendlich wird, je feiner werden auch meine Bleistifte, ja, die werden immer spitzer, um das klar, was vorne ist, zu akzentuieren, dass diese Eiche diesen 3D-Effekt bekommt, ja, dass man denkt, man kann sie anfassen, man kann sie berühren. Ja. Hier zeichne ich noch einige Tiere ein, die im Laufe der Jahrhunderte vorbeikommen, Nahrung finden und Schutz finden beim Baum. Hier ein Reh mit einem Rehkitz. Hier zeichne ich noch einen Stein ein mit einem Vogel drauf. Ja, du siehst, die Zeichnung ist von 2023. Schnell vergeht die Zeit. Und ich lege jetzt noch letzte Details fest, ja, also die ganz, ganz feinen Arbeiten mit sehr spitzen Bleistiften, Licht und Schatten noch mal ein wenig verstärken, dass die Wölbungen und die Auswüchse des Baumes richtig rauskommen. Die allerletzten Feinheiten hier, Licht und Schatten. Zum Schluss ist immer wichtig, die Entscheidung zu treffen, wann ist genug. Wann hört man auf mit so einer Zeichnung? Und bei mir ist das ganz klar immer, weil auf meiner Akademie bekomme ich die Frage häufig gestellt, wann hört man nun auf? Und ich sage, ja, ganz einfach, die Frage kann dir keiner beantworten, außer dein inneres Bauchgefühl. Ja, das ist das Allerwichtigste. Ja, wenn du selbst mal zeichnen willst, schau gern unter dem Video in meiner Akademie vorbei. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.